So, willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video heute. Wir werden uns anschauen, ist jetzt AMC bald fertig mit dem Fallen? Wir werden uns anschauen, auch ob Beyond jetzt langsam ready ist, um raufzugehen. Wir werden uns wegen diesem Earnings Move auch ein kleines Update von Unity ziehen und eigentlich dasselbe für DGT. Geht es jetzt weiter runter oder wieder rauf? Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen oder ihr sucht einfach auf meinem Kanal nach der Playlist Fractal Method. Okay, na dann springen wir gleich rein in AMC. So, ich werde das heute ein bisschen anders machen. Als erstes mache ich eine ganz kurze Zusammenfassung für die neuen Leute. Dann schauen wir uns an, was wir heute gemacht haben. Und dann werde ich auch zeigen, wie sollte das Wie und der Boden bei EMC ausschauen und auch ein paar Beispiele geben. Für die kurze Zusammenfassung. EMC ist in einem Megaphone-Pattern, ja, selbst ohne meine Methode. Natürlich haben wir es bei der IPO berührt, dann im März 2020, im Squeeze 2021 nicht mehr. Dann haben wir es wieder berührt im April 2024 und ich vergleiche gerne diesen Touchpunkt mit diesem Touchpunkt. Ich würde also jetzt gerne diese Trendlinie nicht mehr berühren. Nicht ausgeschlossen, fürs Tracking wird es allerdings besser ausschauen. Für den Move nach oben haben wir es natürlich bei der IPO ein paar Mal gebrochen, aber der wichtige Punkt ist Juni 2021, weil das war unsere Resistance Line. Wir sind da nicht durchgegangen. Also, wenn alles stimmt und wenn wir das Fractal wiederholen, sehe ich trotz allem noch immer gute Chancen, dass wir diese Trendlinie wieder brechen werden. Nicht brechen, sondern berühren werden. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin einer von den Leuten, die gehen noch immer von einem Zwei-Part-Squeeze aus. Ja. Ganz einfach, weil ich tracke nicht 2024 oder 2025. Für mich spielt nur 2020 und 2021 eine Rolle. Gut, wie würde das ausschauen? Wenn wir hier unten endlich mal fertig sind, schießen wir natürlich nach oben. Haben wir eine ungefähre Ahnung, wohin? Naja, diese Trendlinie wäre dieselbe wie diese Trendlinie. Wir sind im Dezember ausgebrochen, haben unser API gemacht und haben dann einen perfekten Breaker-Tree-Test gemacht. Oder wir nehmen einfach unsere FIB. Zum Top war ein perfekter 0.618 FIB-Pullback. Wenn wir jetzt dasselbe hier auch machen und sagen wir, irgendwo hier unten ist der Boden, wir brechen aus dieser Trendlinie aus, wir wollen nicht mehr drunter fallen, dann ist unser Ziel für den ersten Teil 121. Bisschen drüber, bisschen drunter, ist alles okay. Was würde danach passieren? Ja, wir würden ziemlich schnell wieder runterknallen, in dem Fall $8. Ja, und dann würden wir diese Seitwärtsbewegung wieder machen. Jetzt ist nur die Sache, Fractals wiederholen sich und werden aber größer und langsamer deswegen. Wenn man sich jetzt anschaut, 2020 oder 2021 hat das 110 Tage gedauert, kann man schon davon ausgehen, dass das hier vielleicht sogar 200 Tage dauern wird. Bedeutet, höchstwahrscheinlich, wenn ich richtig liege, wäre der zweite Part erst wieder Jänner bis April 2027. Ja. Ich meine, wenn wir nur einen Ein-Part-Squeeze machen, ich freue mich. Ja. Wer wird sich nicht freuen? Ich gehe allerdings eher davon aus. Okay, na dann zoomen wir mal rein. So, das ist heute auf dem 30-minütigen Chart und ich habe ja gestern im Video schon gesagt, das hier schaut eher schlecht aus, dass wir das halten. Warum?
Ja? Ganz einfach, weil AMC keine doppelten Böden, dreifachen Böden, vierfachen Böden macht. Ich meine, oh ja, es macht sie schon, aber das ist nicht bullish. Ja? Jedes Mal, wenn wir sowas machen, hier, hier, hier und hier, geht's nachher runter. Ja? Wir suchen ein richtiges Wie. Ja? Was meine ich damit? Ich meine eben damit nicht sowas oder sowas. Ja? Wir brauchen wirklich sowas. Eine Candle, ein Boden, ein richtiges Wie. Ja? Zum Beispiel, im besten Fall, sowas, was wir heute gemacht haben. Ja? Wenn man sich das hier anschaut, war das eine Candle, sogar auf den 30-minütigen. Und dann nach oben. Im besten Fall. Ja? Und dazu sei auch noch eins gesagt, bevor wir weitermachen. Es zählt nicht, wenn ihr eine Candle auf dem 4-stündigen, 8-stündigen, täglichen oder monatlichen Chart seht. Nein, eine Candle mindestens auf dem 1-Stunden-Chart. Ja? Okay, wenn das jetzt richtig ist, sollte das unser Boden sein. Ja? Ähm, Dann war das hier schon unser Micro-Hilo. Und im besten Fall machen wir unser kleines Hilo bis Freitag. Ja? Dieses Micro-Hilo, dieses kleine Hilo wird aber diese Trendlinie hier nicht brechen. Ja? Also nicht über 1,40 gehen. Ja? Sollten wir das machen? Ich muss leider auch sagen, ich sehe für nächste Woche unter 1% eine Chance, dass wir was Großes sehen. Ja? Weil wir einfach diese Woche erst das Wie finden. Ja? Sollten wir das so machen, wäre nächste Woche dann das große High-Low dran. Ja? Wenn wir ganz schnell sind, noch das A und der A-Pullback. Ja? Und noch einmal, dieses A wird dann wahrscheinlich an der 200er EMA rejecten und runtergehen. Wo auch immer sie dann sein wird. Ja? Dazu sei gesagt, wenn wir jetzt plötzlich, morgen und am Freitag, plötzlich, warum auch immer, das hier machen, okay, wird es interessant. Weil ich habe ja in meinen Videos immer schon gesagt, ich kann auf das hier verzichten. Auf das kleine Higher Low nicht. Aber ich werde dazu gleich Beispiele zeigen. Was erwarte ich? Mein Haupttracking wäre jetzt, im besten Fall halten wir das. Machen bis Freitag das kleine. Machen das die nächste Woche. Und machen das in der letzten Februarwoche. Bedeutet, erste Märzwoche wäre die erste Möglichkeit. Ja? Okay, jetzt zu den Vergleichen. So, hier haben wir die 3 wichtigsten Squeeze, die AMC gemacht hat. Und die eigentlich 3 einzigen. Ja. Also linker Chart, einstündiger Chart 2021, Jänner. Mittlerer Chart, April 2024, auch am einstündigen. Und der dritte ist April 2025 auf dem 30-minütigen, damit wir mehr Candles haben. So, und wenn man jetzt ganz genau sieht, wir haben jedes unserer 3 Vs, jedes einzelne, war nur eine Candle. Runter, sofort drauf. Hier war nirgends ein doppelter Boden oder ein dreifacher Boden oder was auch immer. Ja. AMC macht sein V nur mit einer Kerze. So, in 2021 haben wir ein kleines Micro-High-Low gemacht. Das, was wir vielleicht heute schon fertig haben. Danach haben wir das große High-Low gemacht. Das, was nicht über 1,47 gehen sollte. Und danach haben wir unser großes A mit dem 0,5 Pullback gemacht. Ja, da nimmt man die FIB vom Boden zum Top, 0,5 Pullback. Wenn man das jetzt vergleicht mit April 2024, hier haben wir auf dem einstündigen Chart, seht ihr kein Higher Low. Und das ist kein Higher Low. Ja? Vielleicht sieht man es auf dem 1-minütigen oder 5-minütigen, aber das wäre halt nur Micro.
Was wir aber trotzdem gemacht haben, war, wir sind zu unserem A gelaufen und sind runtergefallen. Und das hier ist ein 0,618 Pullback, was ein A machen sollte. Entweder 0,5 oder 6,18. Weil wir hier kein Higher Low gemacht haben, haben wir hier ein kleines Higher Low dran gehängt. Dann sind wir gesqueezed. Und 2025, der kleinste Squeeze, haben wir kein Micro Higher Low gemacht. Dafür ist wirklich kein Platz gewesen. Dafür haben wir ein großes Higher Low gemacht. Und auch dann haben wir ein A gemacht. Ja. Auch hier von unserem W zu unserem A in der Nähe vom 0,5 VIP. Ja. Und dann sind wir gesqueezed, also der ganz kleine Squeeze. Somit, ja. Ich meine, ihr könnt es mir jetzt natürlich erzählen, diesmal ist es anders. Wir machen was komplett anderes und Neues. Ja, aber dann ist es Wünschelroute raten. Ja, dann kann man es nicht tracken. Und das glaube ich einfach nicht. Ja, man kann es immer tracken. Wir haben hier 3 Beispiele. Und diese 3 einzigen Beispiele, wo AMC eben gesqueezed ist, wir sind niemals vom V gesqueezed. Niemals. Und niemals vom doppelten Boden. Ja? Ich kann falsch liegen. Ja? Ich gebe hier nur meine Meinung preis. Okay. Noch eins. Ich werde jetzt heute GameStop nicht durchgehen, aber weil ich heute schon gefragt worden bin, sehe ich mehr Upside für GameStop. Wenn AMC jetzt wirklich schon in dieser Candle hier ist, ja, in der Zeit geht GameStop einfach rauf. Ich meine, es hat seine kleinen Pullbacks, aber es geht weiter rauf. Ja. Selbst wenn wir irgendwo hier oder hier für AMC sein sollten, also Dezember 2020 oder 4. Jänner 2021, selbst dann ist GameStop schon raufgegangen. Ja? Weil GameStop ist dann schon, rennt dann schon seit August. Ja? Also um GameStop würde ich mir noch keine Sorgen machen. Ja? Um GameStop würde ich mir nur Sorgen machen, wenn AMC erst im November oder im Oktober ist. Ja? Und das kann mir derzeit aber keiner einreden. Es wird einfach nicht passen mit dem Tracking. Okay. Nächstes ist Beyond. So, ganz kurze Wiederholung für unsere neuen Leute. Beyond hat seine IPO hat gestartet in dem Run zu C. Interessanterweise, Beyond hat, wenn AMC und GME schon ihren Squeeze gemacht haben, im Jänner 2021 ein Lower High gemacht. Ja. Kann man sich jetzt vielleicht was denken, dass vielleicht der nächste Run jetzt von Beyond nicht ein normales ABC macht, sondern einfach nur das, ja. Denke ich nicht, ja. Aber kleines Tinfoil, ja. Wenn Beyond vor AMC und GME fertig sein sollte, geht das nicht anders. Ja. Ist aber wirklich nur Tinfoil. Dann sind wir runtergefallen zu unserem Midpoint. Die Linie, die unser nächstes Ziel für unser großes B ist. Dann sind wir runtergefallen zu unserem T. Was die Linie ist für unser nächstes Preistarget jetzt, ja, also wenn wir da unten fertig sind, zwischen 15 und 25 ist unser Preisziel. Und dann sind wir runtergefallen zu unserem Allzeitlow, zu unserem V. Und seitdem, also seit Oktober, machen wir unser massiv großes Higher Low. Und wie gesagt, wenn das fertig ist, nächstes Ziel ist 15 bis 20. Bevor wir uns das näher anschauen, ich sage immer, ich möchte euch immer eine Alternative bieten. Ich persönlich habe keine. Ja, ich finde einfach keine. Ein Kollege von mir hat gemeint, die Alternative wäre, das er ist nicht Higher Low, sondern das wäre unser T. Ja? Und bedeutet, wir müssten jetzt erst ein neues Allzeitlow machen und dann machen wir erst das Higher Low. Es macht für mich nur einfach keinen Sinn. Ja? Erstens, wir müssen unsere Trendlinie anpassen. Dann haben wir wirklich nur noch 2 Punkte, 2 Touchpunkte. Ja.
Macht für mich keinen Sinn. Und andernfalls einfach nee. Es macht für mich keinen Sinn. Ja. Es sei denn, wir brechen hier Levels. Dann bleibt uns nur das über. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. So, hier ist unser ganzes High-Low. Ne? Hier ist unser Midpoint, hier ist unser T. Ja? Bevor wir in das ganz kleine Tracking reingehen, bedeutet das einfach, unser M hat hier angefangen, hat hier aufgehört. Und unser T hat hier angefangen und hat genau hier aufgehört. Also für die Landmarks, wir sind fertig. Wir haben keine mehr über, ja, fürs Higher Low. Ja. Für die Alternative, die ich vorher gezeigt habe, würde das bedeuten, das ist erst unser M. Wir müssen hier runter, gehen dann wieder rauf und das wäre dann unser T. Ja, und dann machen wir Altered Low. Ja. Auch das. Immer mein Kollege mag es nicht, wenn das M so klein ist. Ja. Für mich ist das M halt trotzdem das dann da. Ja, also es ist für mich nicht klein. Aber ich meine, immer eine Alternative. Jetzt zur bullischen Variante. Bullische Variante, dieses High-Low ist fertig. Also schauen wir uns an, was wir heute gemacht haben. So, und wie so viele, alle Aktien haben irrsinnig viele letzte Woche Freitag ihr wie gemacht. Sind runtergeknallt, also letzten Donnerstag, sind runtergeknallt und sind hier gebounced. Ja? Und jetzt schauen wir uns einfach nur dieses kleine, das wäre das Micro-High-Low. Das wäre das letzte High-Low, bevor wir nach oben schießen. Und wenn man sich das anschaut, ist es derzeit perfekt. Ja? Hier wäre unser A-Peak am 6. Februar. Und wenn man vom V nach oben geht, perfekter 0,5 FIB Bounce. Dann sind wir weiter raufgelaufen zu unserem kleinen B am 9. Februar. Wenn man jetzt vom A-Boden bis zum P raufgeht, ist es zwar eine 6.18, aber solange wir nicht unter die 786 berühren, ist es noch ein recht akzeptabler B-Pullback. Und dann haben wir unser Top gemacht. Ja? Irgendwo hier drin wird unser Lower High sein. Und hier ist eindeutig unser Midpoint. Und ich bin der Meinung, was wir heute gemacht haben, war unser T-Peak. Last time to sell, bevor wir unser V finden. Jetzt ist die Sache. Ihr wisst ja, High Low soll immer in einem V an der A enden. Und unser V an der A ist meistens bei der 786 FIB. Gut. Bedeutet, unser V an der A-Boden ist hier bei 67 Cent. Ja. Also, wenn wir nur einen Cent hier drunter gehen, ist das V an der A fertig. Ja. Jetzt haben wir hier noch eine Gap offen. Eine ganz kleine Gap. Ja. Ich habe heute schon eine kleine entspannende Diskussion mit jemandem gehabt in den Comments, dass in Overnight diese Gap gefüllt worden ist. Ich muss dazu sagen, ja, technisch gesehen kann man das als Gap-Füllen bezeichnen. Ich persönlich habe es halt nur schon so oft gesehen, dass Overnight wurscht ist. Es ist egal. Es ist Price-Action dort, aber ja, ich verwende es nicht. Für mich zählt nur Pre-Market, die normalen Marktstunden und After Hours. Auf denen möchte ich meine Price-Movements sehen. Alles darüber hinaus interessiert mich fürs Tracking nicht. Ja? Also für mich ist diese Gap hier offen. Jetzt besteht keine Regel, dass wir diese Gap unbedingt füllen müssen. Ja? Das Einzige, was wir machen müssen, zumindest einen Cent unter 67 Cent gehen. Ja? Dann sind wir fertig. Ja? Ich glaube halt nur, wenn wir dann schon hier unten sind, werden wir diese Gap füllen. Ich meine, es sind 2 Cent. Ja. Gut. Das Einzige, was wir nicht machen dürfen, ist 64 Cent berühren. Oder natürlich brechen. Ja, das wäre schlecht. Für wie lange? Ja, im besten Fall tun wir das verdammt nochmal bis Freitag. Ja. Wir können es auch morgen schon machen. Ja. Diese Aktie hat keine Regel, wo sie nur Freitag oder Montag laufen kann. Also bis Freitag machen wir das. Montag ist frei. Und ich weiß, normalerweise sind kurze Wochen eher rote Wochen.
Kurze Wochen sind allerdings auch dafür bekannt, so kleine Squeeze-Wochen zu sein. Ja, also schauen wir mal. Und ich sage das deswegen, weil wenn wir so was Blödes machen wie im Oktober, ja, der Move wäre dann halt auch derselbe Move zu unserem A. Ja, also ob es jetzt nur 3 Candle, 3 Tage sind, schauen wir mal. Ich meine, wäre geil. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja, nächste Woche. Und Freitag kommt schon der Pullback. Ja, wäre cool. Ja. Zu dem Pullback, falls wir es machen. Ja. Ich sag's nur. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist starke Aufwärtsmovements. Ja. Bedeutet, das könnte wirklich schnell raufgehen. Ob es jetzt 3 Tage, eine Woche oder 2 Wochen sind, sei dahingestellt. Wir sehen aber auch, dass der Pullback langsam und lange dauert. Ja. Also ich gehe davon aus, wenn wir nicht irgendetwas sau Dummes machen, ja, zu A relativ schnell, der Pullback kann dauern. Ja. Und es wäre ein normaler 0,5 oder 0,618 Pullback. Ja. Also wenn wir von hier aus gehen und sollte $21 unser Ziel sein, $3 bis $2. Ja, ungefähr das. Ja. Wäre auch ein perfekter Breakout-Retest. Ja. Dann geht's rauf zu B, wieder Pullback, rauf zu C. Schauen wir mal. Okay. Nächstes ist Unity Software. Auch eine ganz kurze Wiederholung. Unity Software hat seine IPO in der Hälfte vom A-Boden bis zum B-Peak gemacht. Also man sieht die Hälfte. Dann ein schöner 0,5 Pullback rauf zum Allzeit-High. Lower High Midpoint. Dieser Midpoint ist wichtig, weil das ist jetzt unser nächstes Ziel. Ja? Also unser nächstes Ziel ist B und B sollte über $109 liegen. Runtergefallen zu unserem T, Last Time to Sell, wo unser A war, und runter zu unserem W. W. Dann ein perfektes High-Low gemacht, rauf zu unserem A, über die T-Linie, perfekt. Und ich habe ja auch schon damals gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen Pullback. Ich meine, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so schnell passiert, aber wen stört's? Und wenn man sich das anschaut, wir sind zwar unter die 6,18 gefallen, aber solange wir nicht die 786 berühren, ist das ein perfekter A-Pullback. Ja? Und ich habe ja auch im letzten Video gesagt, also im gestrigen, glaube ich, heute ist Earnings. Und wenn wir in die Earnings reinlaufen, also grün reinlaufen, wird das wahrscheinlich, ich meine, ich habe gedacht, das war ein High-Low, ja, und dass das hier schon unser V war, aber dass wir auf jeden Fall einen Pullback bekommen. Jetzt ist es eindeutig, das war unser T. Ja. Somit im besten Fall war das hier unser V und wir sind jetzt gerade dabei, unser Higher Low zu machen. Hoffentlich. Ja. Also Higher Low, diesmal halten und dann geht es nach oben. Ja. Dann ist unser nächstes Ziel über 109. Ja. Hier habe ich derzeit wirklich gar keine Alternative. Ja. Auch meine Kollegen nicht. Ja. Sache ist nur, wir sehen schon, wie dieser B-Move aussehen sollte. Er ist nämlich das hier. Ja. Wir sehen halt nur leider nur die zweite Hälfte. Also wir wissen, wie das hier ausschaut. Ja. Wir wissen nicht, wie das hier ausschaut. Ja. Könnte vielleicht sowas sein und dann schießen wir nach oben. Oder es ist genauso vertikal wie das hier. Ja. Was wir aber wissen, also ich gehe davon aus, wir bekommen dieses Peak bis Juni. Kein finanzieller Advice, natürlich. Ja, aber ich gehe von Juni aus. Dieser Pullback after, danach, der könnte länger dauern. Ja, weil der Pullback hier hat wie lange? 140 Tage gedauert. Wie ich immer sage, das Fractal wiederholt sich immer, wird immer größer. Sagen wir mal einfach ins Blaue 280 Tage für diesen Pullback. Ja, und dann geht es erst rauf zu C.
Müsst ihr entscheiden, ob ihr dann den Pullback spielt. Ja. Derzeit trackt sich's aber wunderschön. Schauen wir mal. Und keine Ahnung, was die News sein werden, weil die Earnings waren eigentlich super. Aber wie man sieht, es ist kein richtiger Markt. Gute Earnings, 30% runter. Yay! Okay, gut. Und letztes ist DGT. Auch hier ganz, ganz kleines Update-Video. Für die Zusammenfassung. DGT ist in seinem HLO gestartet, hat dann einen absoluten vertikalen Sprung zu seinem Allzeithoch geschafft. Dann haben wir ein riesiges L gemacht, danach ein riesiges M und danach ein riesiges T. Ja? Ist wichtig, weil für diese drei riesigen Landmarks brauchen wir natürlich auch ein großes Higher Low. Ja? Das hier ist zu klein. Aber wir haben da unten dann ein kleines Micro-Higher Low gemacht. In dem Moment, wo das fertig war, Merger News. Ja? Und seitdem haben wir ein größeres Higher Low gemacht. Wir brauchen noch immer unser ganz großes. Dazu kommen wir gleich. Wenn diese Higher Lows hier fertig sind, unser nächstes Ziel für unser nächstes A ist über 57, für unser nächstes B über 80 und dann ist noch nicht die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht. Einzige Frage, die ich euch nicht beantworten kann, ist noch, machen wir ein A Pullback B Pullback C, ja? Oder machen wir was Dummes wie die IPO und machen einfach das? Und ich kann diese Frage echt nicht beantworten, weil ich habe keine Beispiele. Ja? Also keine Beispiele dagegen. Ja? Und ich hasse es zu hypen. Ja? Aber wenn man sich DGT generell anschaut, ist es immer dasselbe. Wir machen ein V, ein kleines Higher Low, kerzengerade nach oben. V, Higher Low, kerzengerade nach oben. V, Higher Low, A, kerzengerade nach oben. Und IPO, V, Higher Low, kerzengerade nach oben. Ich kann das nicht entkräften, um zu sagen, es besteht eine bescheuerte Chance, dass wir sowas machen. Ich weiß. Ja, weiß ich nicht. China Deal, Trump, was auch immer. Okay, bevor wir in das kleine Microtracking reingehen. Wir haben zwei Versionen für unser nächstes High-Low. Die normale Version wäre, hier ist unsere Trendlinie, ja, berührt wunderschön Allzeithoch, berührt M, berührt aber nicht T. Für die Version ist es aber wurscht. Bedeutet, unser Peak von unserem großen Higher Low wird durch diese Trendlinie nicht durchgehen. Bedeutet, wann auch immer wir hier unten fertig sind, machen wir das hier. Ja? Das wäre schaut einfach nur, damit man es sehen kann. Ja? Muss nicht 1:1 das sein. Ja? Wir könnten auch einfach nur das machen und dann langsam runtergehen. Ja? Dasselbe, was wir hier auch gemacht haben. Aber in dem Fall wäre unser maximales Ziel 34 und dann gehen wir zu 786 zurück. Und dann kommt der große Move. Für die zweite Variante, weil ich eben diese neue Regel aufgestellt habe, was passiert, wenn das T, das große, zu kurz ist, um sich an diese Trendlinie ranzuschmiegen. Ja? Dann nimmt man diese, müssen wir auf den 24-stündigen Chart gehen. Ja. Dann nimmt man einfach nur die neue Trendlinie von M zu T. In dem Fall darf das Higher Low nicht durch diese Trendlinie brechen. Und in dem Fall wäre das Higher Low kleiner, aber deswegen wahrscheinlich auch schneller und kürzer, weil weniger Price Action. Ja. Kommt jetzt darauf an, was man haben will. Schneller oder langsamer, aber dafür ein größeres Higher Low. Aber in dem Fall würden wir halt 23, 25 Dollar nicht brechen und dann runter zu 786 gehen. Okay. Jetzt zoomen wir hier mal rein.
Weil auch DGT mit so vielen anderen Aktien ist ja letzte Woche Freitag runtergeknallt wie blöde. Ja? Und am Freitag gebounced. Ja? Und wenn man sich das hier jetzt anschaut, fürs bullische Tracking, war jetzt das hier unser Wie am 5. Februar. Und wir machen gerade wieder mal ein Micro-High. Ja? Und im besten Falle sind wir damit fast fertig. Bedeutet, unser A war hier. Dazu muss man allerdings auch sagen, dieses A kann locker auch in dieser Candle sein. Ja? Ich gehe eher davon aus, dass das hier unser kleines High Low ist und unser A irgendwo in dieser Gap hier ist. Ja? Wenn wir uns die FIB zur Hilfe, ja, wenn wir uns die FIB zur Hilfe nehmen, hier der 7.86, dann ist unser A hier. Und wir haben hier noch immer eine Gap offen zwischen 10,97 und 10,88. Es macht also Sinn, dass unser A hier drin ist. Ich meine, das ist Micro-Tracking. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen runter. Ja. Wie auch immer. Hier ist unser B, unser C. Und hier auch ein perfektes Beispiel für wie das Tracking funktioniert. Ja. Unser L, unser Lower High, hat hier angefangen. Ist raufgegangen, Peak, runtergefallen. Das bedeutet, dieses L ist erst hier fertig. Ja. Dann hat unser M gestartet und zwar auch hier rauf. Ob jetzt das M ist oder das ist, der Variante wurscht. Haben also unser M gemacht. Dieses M war aber erst hier fertig, weil immer unter dem Punkt, wo es angefangen hat. Ja. Bedeutet, wir haben hier absolut keinen Platz für unser T. Bedeutet, unser T kann erst hier angefangen haben. Es kann erst hier angefangen haben. Jetzt könntet ihr vielleicht sagen, ja gut, dann ist das hier vielleicht T. Ja, aber nächstes Problem. Die Buchstaben sind erst dann fertig, wenn sie niedriger gehen, wo sie angefangen haben. Ja? Kann also nicht sein. Somit, das hier muss unser T sein. Ja? Bedeutet auch, wir müssen jetzt zumindest hier drunter. Hier ist unser A, also unsere 7.86. Bedeutet höchstwahrscheinlich im besten Fall bis Freitag gehen wir, wie viel ist denn das? Ach Gott, ich hasse Mathe. 18 Cent habe ich jetzt im Kopf ohne Taschenrechner gemacht. Ich bin schon müde, okay? Wir müssen nur 18 Cent runter. Ja. Ich meine, okay, das sind halt, es sind nur 1,5%, das schaffen wir bis Freitag. Ja. Bester Fall, bis Freitag gehen wir hier drunter. 10,90. Micro High Low ist fertig. Und am Wochenende kommt plötzlich, weiß ich nicht, irgendein Tweet von Trump oder keine Ahnung, er bombardiert wieder jemanden oder was auch immer für News. Und am Dienstag, weil am Montag ja frei ist, geht's nach oben. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Okay. Ich glaube, das war alles für heute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Erklärvideo da, Playlist da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir ein Abo. Wir sehen uns.